Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Pixel 2 an, das Google Pixel 2. Wir starten gleich mit dem Anmachen des Handys. Ihr seht, wie schnell das funktioniert. Es ist unglaublich schnell. Ich werde es gleich sehen. Und gleich einmal ist das Handy schon an. Also wirklich, bei dem Alter habe ich noch keinen schnelleren Start gesehen. Das ist unglaublich. Und sofort mehr oder weniger einsatzbereit. Es ladet ein bisschen kurz, aber dann kann man schon ein bisschen hängend die einzelnen Applikationen öffnen, starten. Hier zum Beispiel wie flüssig. Bei der Kamera werde ich es nicht sehen, ich habe 30 FPS eingestellt, aber es ist extrem flüssig. Ja, dann starten wir gleich mit den verschiedenen Aspekten. Die Maße sind relativ kompakt, es ist ein relativ kompaktes Display. Es ist ein relativ helles Display, es ist ein, wenn ich mich nicht irre, ist ein IPS-Display, aber jetzt schauen wir kurz zusammen ein, um nochmal, weil es gibt wirklich, ja, wenn man so viele Handys hat und die testet, dann weiß man selber gar nicht mehr, welches Handy welche technische Daten hat, aber das werden wir gleich sehen. Das ist a 5 Zoll, ich wollte schon sagen 5,2, seht mein Fehler, also 5 Zoll hat es. 4 GB RAM, 2700 mAh Akku, den sprechen wir später an. Und ja, 2017, wie schon gesagt, sehr leicht, sehr kompakt, seht schon 145 x 70 x 7,8. IP67, das ist gut. 5 Zoll AMOLED, Core IPS, okay, das ist super. Also Full HD Auflösung, upgradable to Android 11, also hat 3 Versionen gekriegt. Weiß gar nicht, habe ich Android 11, muss ich nachher nachschauen. Qualcomm 835er, 64 GB RAM, UFS 2.1 Speicher, 12,2 Megapixel Kamera. Die ganzen GPS-Dinger, Bluetooth 5.0. Dann 10,5 Watt laden, mehr geht nicht. Ja, das ist auch, fangen wir gleich mit der Schwäche an. Der Akku ist ein ganz klarer Kritikpunkt am Pixel 2, war auch immer schon. Also, ich meine, mit 2700 mAh kann man es nicht weit schaffen und man schafft es auch nicht weit. Das ist einfach so, heißt, der Akku selber ist leider mittelmäßig, sehr mittelmäßig, bis ausreichend, knapp ausreichend eigentlich. Würde ich ihm Punkte vergeben, würde ich dem Akku vielleicht 4 von 10 Punkten geben. Sowas ist er ungefähr. Performance, unglaublich stark, unglaublich gut. Ich habe nichts zu bemängeln für das Alter. Also wer das um 50 Euro kauft, der wird kaum ein besseres Handy finden mit der besseren Leistung, mit der besseren Performance. Ich schaue nochmal kurz, welches Android wir haben, zur Sicherheit. Android 11 2020 wurde das letzte Mal updated. Ja, auf jeden Fall am meisten von allen Herstellern. Das ist halt der Vorteil von Google. Und ja, Leistung habe ich schon gesagt. 835er, 4 GB RAM, das ist im Prinzip bei allen die gleiche Leistung. Von den 2017er Modellen, also man kann nur sagen, die Software macht da den größten Unterschied, weil rohe Leistung, also vom Prozessor selbst und von den technischen Daten, ist es im Prinzip Flaggschiff 2017, wie die meisten anderen, nur halt macht es nochmal die Software nochmal deutlich besser und flüssiger und Android 11 wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, aber wie es ausschaut, seht ihr ja. Es ist einfach super. Display habe ich schon gesagt, ich bin relativ zufrieden mit dem Display. Kameras bin ich auch sehr zufrieden. Google macht mit der Software sehr gute Fotos. Da gibt es nichts zu sagen. Kameras wahrscheinlich auch von den besten Kameras, die man kaufen konnte 2017 und die man jetzt kaufen kann. Also wenn man es gebraucht kauft, das Handy.
Ich finde, das ist Lautsprecher hat man vorne, das ist ein großer Vorteil. Lautsprecher hat man von vorne, ist ein großer Vorteil. Lautsprecher seien relativ gut, finde ich. Wie schon gesagt, ich bin einfach vom Pixel 2 angetan. Ich bin mir ziemlich sicher, natürlich werde ich mir die anderen anschauen, die Flaggschiffe, weil ich finde, man soll sich nur Flaggschiffe holen. Für 50 Euro, glaube da findet man nichts außer 2017er Flaggschiffe, was ansatzweise an die Leistung kommt, an die Kameras, Akkulaufzeit. Nein, Akkulaufzeit wäre es jetzt bei den neuen Handys vielleicht. Ich weiß jetzt nicht den Markt, wie er gerade ausschaut, von neuen Geräten, aber ich will ja auch die gebrauchten zeigen, weil für 50 Euro kriegst du sicher nichts. Ich glaube, da kriegt man Tastenhandys oder sowas. Und da finde ich einfach das Pixel auch optisch gefällt es mir gut. Schauen wir uns nochmal ohne Hülle an. Das ist ja eine zweiteilige Optik. Da ist matt, da ist Glanz. Ich finde das Pixel 2 einfach optisch gut, von der Software gut, von der Performance gut, bis auf den Akku ist alles super. Es ist wirklich, ich glaube, das beste 50 Euro Handy, was man kaufen kann. Im Android-Bereich 100% oder zu 99% würde ich mal jetzt behaupten. Ob jetzt das alte iPhone besser ist oder nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es die neueste Software vielleicht auch nicht. Ich glaube, das war zur Zeit iPhone 8 oder iPhone 7. iPhone 8 oder iPhone 7. Ja, ich finde das Handy einfach gelungen und ich finde, dass man es immer noch kaufen kann. Also von mir gibt es fürs Pixel 2 eine klare Kaufempfehlung als gebrauchtes Handy, wenn man mit dem Akku leben kann. Dann ist wirklich alles gut. Sonst, wenn dem Akku, also wer immer Powerbank dabei hat oder Möglichkeit zum Laden, kann ich es klar empfehlen. Wer es über den ganzen Tag braucht, aber keine Möglichkeit zum Laden hat, kann ich es leider nicht empfehlen. Dann ist es das falsche Handy für euch. Aber für jeden, der mit dem Akku leben kann, mit dem halt, dass er nicht so lange aushält und dass er nicht extrem schnell geladen werden kann und Core Wireless Charging unterstützt wird, der kann getrost zuschlagen, ist glaube ich das beste Gesamtpaket, was man kriegen kann für das Geld. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen fürs Schauen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, würde mich über Daumen nach oben freuen, über Abo, vielen lieben Dank, Servus, danke und ciao.